Und damit würde ich gerne nach Bayern schauen. Mir ist nun der bayerische Innenminister und CSU-Politiker Joachim Herrmann zugeschaltet. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne, grüße Gott. Ja, wir haben es gerade schon gehört. In Bayern konnte man ziemliche Erfolge jetzt vorzeigen, was die Grenzkontrollen angeht, sowohl beim Thema Migration, aber auch beim Thema Drogenschmuggel oder anderen Delikten. Trotzdem keine Entwarnung von Ihnen. Wann würden Sie die geben? Entscheidend ist, dass wir wieder zu einem, wie das ja gesetzlich europaweit festgelegt ist, klaren Kontrollen, intensiven Kontrollen der EU-Außengrenzen kommen und dass gegebenenfalls dort auch Asylverfahren durchgeführt werden, dass aber vor allen Dingen Leute, die überhaupt kein Recht haben einzureisen, gestoppt werden, dass Kriminelle rechtzeitig gestoppt werden. Das war alles ja schon in der Vergangenheit vereinbart und wir mussten in den letzten Jahren feststellen, dass es immer mehr europäische Länder gegeben hat, die ihren Aufgaben nicht nachgekommen sind. Und deshalb ist es gegenwärtig notwendig, dass wir die deutschen Grenzen wieder selbst kontrollieren. Jetzt muss man ja aktuell davon ausgehen, dass diese europaweite Lösung nicht schnell kommt. Sie haben es angesprochen, die Diskussionen gibt es ja schon lange. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und die Union, also auch Ihre Partei, hat ja klare Verschärfungen angekündigt, wenn man denn gewinnen wird. Was genau bedeutet das? Werden dann alle Grenzen wie in Bayern geschützt oder wollen Sie auch in Ihrem Bundesland dann noch weitergehen? Es geht darum, und das ist die klare Ansage von CDU und CSU, dass wir auch bis auf Weiteres eben nicht zeitlich begrenzt, sondern solange es notwendig ist, Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen. So wie das ja von der Bundesinnenministerin, nachdem sie es noch vor 1,5 Jahren erklärt hat, sie lehnen das strikt ab, auf unseren Druck hin vor einem Jahr dann doch begonnen wurde. Ja, es hat sich bewährt, aber es muss noch intensiver werden. Dazu braucht die Bundespolizei auch noch mehr Personal und gleichzeitig müssen wir, denke ich, auch in anderen Ländern dran denken, dass die auch, so wie wir das in Bayern tun, mit einer eigenen Grenzpolizei die Bundespolizei unterstützen und dass vor allen Dingen in viel stärkerem Maß noch Personen, die eben keinen gültigen Pass haben, Personen, die nicht ein Einreisevisum haben, unmittelbar an den Grenzen auch abgewiesen werden. Und das gilt gerade auch für die von Ihnen gerade genannten Fälle nach dem bisherigen Recht, die sogenannten Dublin-Fälle, wo jemand schon in einem anderen europäischen Land Zuflucht gefunden hat, dort eigentlich sein Verfahren laufen muss. Das ist beispielsweise Italien, das in der Tat ganze 3 Flüchtlinge bei über 10.000, die davon betroffen gewesen wären, im vergangenen Jahr zurückgenommen hat. Das ist eine Farce. Und deshalb sage ich gerade hier an dem Beispiel von Österreich und Deutschland, dann müssen solche Flüchtlinge, wenn sie versuchen, aus Italien zu uns zu kommen, unmittelbar abgewiesen werden. Die sollen das Verfahren in Italien durchlaufen. So ist es das geltende Recht. Es gibt ja jetzt rechtliche Bedenken an diesem 5-Punkte-Plan, den Friedrich Merz direkt nach Aschaffenburg vorgestellt hat. Zum einen, was Europarecht angeht. Aber wenn wir bei der Bundespolizei bleiben, die Sie angesprochen haben, das eine ist, dass wir mehr brauchen. Das andere ist mehr Befugnisse. Und da gibt es jetzt die Zweifel daran, ob das verfassungsrechtlich machbar ist, da wir ja eine Gewaltentrennung und Teilung hier in Deutschland haben. Manch einer sieht die in Gefahr. Was antworten Sie darauf? Mit Gewaltenteilung hat das überhaupt nichts zu tun. Es ist Aufgabe laut Gesetz, laut Grundgesetz, die Aufgabe des Bundes und von dem übertragen auf die Bundespolizei für die Grenzsicherung zu sorgen, für den Grenzschutz zu sorgen, eine Kontrolle darüber zu haben, wer in unser Land kommt. Das ist alles in geltenden Gesetzen festgelegt. Wir haben die Konkurrenz zum Teil zu europäischen Rechten. Und da gibt es aber sehr wohl im Vertrag von Lissabon auch die Möglichkeit, wenn es um die Sicherheit des Landes geht, wenn die Sicherheit bedroht ist, dann ist gegebenenfalls auch eine Abweichung vom europäischen Recht möglich. Darauf berufen sich beispielsweise Polen im Moment aufgrund der Lage an der Grenze zu Weißrussland. Darauf beruft sich Finnland an der Grenze zu Russland. Und wir können angesichts auch der Kriminalitätsentwicklung in unserem Land, wo wir immer stärker in eine Kategorie kommen, dass jetzt von den Gesamtstraftaten in unserem Land bis zu 40% von Ausländern begangen werden. Das hängt ganz eindeutig auch mit der Migration zusammen. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass weniger Leute in unser Land kommen, die eben
eigentlich überhaupt kein Recht darauf haben, aber gar am Schluss noch eine Gefahr für uns bedeuten. Aschaffenburg hat vieles verändert für die Menschen in Deutschland und auch in der Politik. Die Debatten, die wir seitdem gehört und gesehen haben. Behördenversagen war von Anfang an das ganz große Thema, auch auf Landesebene, also in Bayern. Gibt es schon konkrete Veränderungen seit dieser schrecklichen Tat, damit wir nicht alle auf die Wahl und dann die Koalitionsgespräche warten müssen, um uns wieder sicherer zu fühlen? Ich will noch mal klar sagen, die Fragen, dass wir insgesamt zu viele Flüchtlinge haben und diese Zahlen deutlich begrenzen müssen, die erhebt die Union schon seit langer Zeit. Und das ist jetzt noch einmal verstärkt von den Medien wahrgenommen worden. Aber das ist keine Forderung, die CDU und CSU erst seit Aschaffenburg erheben. Aber den Fünf-Punkte-Plan gab es direkt nach Aschaffenburg. Ja. Mit den in Zusammenhang, da ist ja aber letztendlich ja nochmal bekräftigt worden, Forderungen wie eben Grenzkontrollen und Zurückweisung an den Grenzen, die wir vorher auch schon erhoben haben. Es ist jetzt wichtig, dass darüber diskutiert wird. Aber wir müssen natürlich, wenn wir wiederholt Fälle haben von Personen, die offensichtlich psychische Probleme haben, die zum Teil vorher schon in psychiatrische Behandlung waren, dann müssen wir überlegen, ist es im Moment zu schwierig, solche Personen entsprechend tatsächlich in dauerhafte psychiatrische Unterbringung zu bringen. Wie sind da die Landesgesetze? Wie sind da die Praxis auch der Richter? Denn immer dann, wenn Freiheit entzogen wird, muss ja ein Richter entscheiden. Das kann nicht die Polizei allein entscheiden und auch nicht ein Arzt allein entscheiden, aber es hängt von den psychiatrischen Gutachten entsprechend ab. Damit müssen wir uns in der Tat befassen. Das haben wir in Bayern bereits ins Auge gefasst. In der Vergangenheit wurden solche Verschärfungen von SPD und Grünen immer abgelehnt. Wir müssen das aber trotzdem jetzt noch einmal prüfen, denn wir sehen, dass zu viele Gefahren eben gerade auch von psychisch gestörten Tätern ausgehen. Innenminister Hermann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch. Alles Gute, einen schönen Tag. Danke.